Hallo, hier ist Emma. Emma Magians. Dies ist der grüne Teig für die Kürbiskernbrötchen. Doch keine Angst, so schön braun verfärben sie sich dann später, wenn sie dann heiß aus dem Ofen kommen. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie einfach das mit der selbst hergestellten Hefe geht. Als allererstes gebe ich in eine große Schüssel 250 Gramm Weizenmehl und 250 Gramm Vollkornmehl. Ich habe in diesem Fall auch Weizenvollkornmehl genommen. Ihr könntet es aber auch zum Beispiel mit Dinkelvollkornmehl oder ein Emma-Vollkornmehl nehmen, ganz gleich. Dazu kommen dann einmal 14 Gramm Salz, 10 Gramm Zucker. Ich habe hier wie immer gerne mal meinen Zuckerrübensirup verwendet. Das ist ja immer das, womit ich gerne bei Brot und Brötchen arbeite. Honig könnt ihr auch verwenden oder vielleicht auch einen anderen Zuckersirup, den ihr zu Hause habt. Das funktioniert auch ganz gut. Als nächstes kommt dann die Zauberzutat, das, um was es sich hier wirklich auf dem Kanal dreht, die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Alles dazu verlinke ich euch mal oben rechts, da habe ich so eine Playlist und auch nochmal ganz leckere Rezepte für euch. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, teilt dieses Video, damit viele andere auch noch davon erfahren. Und solltet ihr es noch nicht gemacht haben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. 2 Zutaten fehlen jetzt hier noch. Einmal sind das 100 Milliliter Milch. Hier könntet ihr auch zum Beispiel eine Pflanzenmilch verwenden, falls ihr keine normale Kuhmilch haben möchtet oder die vielleicht auch nicht vertragt. Und dann gibt es hier noch 30 Gramm Kürbiskernöl. Das hört sich im ersten Moment sehr viel an. Erschreckt euch nicht, das schmeckt wirklich richtig, richtig gut und es verleiht den Brötchen zuerst einmal so eine kleine grünliche Farbe. Hier könnt ihr das einmal erkennen. Ich habe das jetzt gut 10 Minuten in meiner Küchenmaschine durchkneten lassen, gebe das jetzt in meine Pyrex Glasbehälter und decke das ab. Nicht damit es keinen Zug bekommt, sondern damit der Teig nicht austrocknet und er jetzt Zeit bekommt, aufzugehen. Bei mir hat das ungefähr so einen halben, dreiviertel Tag gedauert. Es könnte aber auch ein bisschen länger bei euch gehen. Das liegt einfach an dem Öl, was mit dabei ist. Das ist generell ein Hämmer für Hefe und deswegen gebt den Teig einfach so viel Zeit, bis er sich mindestens verdoppelt hat. Das Tolle an diesem Brötchen ist, dass sie sich wirklich richtig gut verarbeiten lassen. Also ihr braucht nicht irgendwie extra Mehl oder so. Also das ist quasi eine ganz tolle Möglichkeit, mal eben zwischendurch dann nochmal solche Brötchen zu machen. Und ihr könnt hier einmal erkennen, die Hefe hat richtig gut gearbeitet, also viele kleine Luftbläschen. Ich habe den Teig jetzt erstmal aus der Form befreit und knete ihn nochmal durch. So. Und teile ihn mir dann erstmal in die gewünschte Menge ein. Das sind ja jetzt 500 Gramm Mehl, da mache ich meistens so 8 Stück draus. Und hierfür nehme ich immer meine Tortenmethode. Das heißt, ich forme mir den Teig einmal zu einem flachen Kreis, teile ihn einmal horizontal und einmal vertikal ein. So, dann habe ich 4 Stückchen und diese halbiere ich dann noch einmal. Ihr könnt selbstverständlich da auch eine Stange draus machen und die dann entsprechend einteilen. Ich persönlich komme am besten mit dieser Methode klar, das macht mir am meisten Spaß und das ist für mich auch am einfachsten. Und dann geht es schon weiter, die Brötchen zu formen. Hier oben rechts zeige ich euch noch mal ein paar weitere Brötchenrezepte, falls ihr da mal Lust habt, die auszuprobieren. Übrigens, falls euch das Thema Backmalz mal interessiert, das ist eine Zutat, die ihr selber machen könnt und mit denen ihr jedes Brot und jede Brötchen noch verfeinern könnt. Die werden dann noch einen Ticken besser, würde ich jetzt mal sagen. Und das verlinke ich euch auch mal oben rechts. Und wenn ihr mal Fragen, Anregungen habt oder vielleicht auch Rezeptwünsche, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Da freue ich mich immer sehr, wenn ich da von euch höre. So, hier wird schön das Brötchen geschliffen. Das mache ich mit allen und gebe die dann einfach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Dort haben sie einfach nochmal die Zeit zu ruhen. Und sollte der Teig ein bisschen zu klebrig sein, könnt ihr natürlich noch ein bisschen Mehl hinzugeben oder ihr fettet ein wenig eure Finger ein. Ich lasse die Brötchen noch ein bisschen bei Zimmertemperatur gehen, habe sie dafür mit einer Folie abgedeckt, damit die nicht austrocknen und gebe dann ein Mulltuch hinzu. Und nach so circa einer Stunde habe ich sie dann weiterverarbeitet. Den Schritt müsst ihr nicht machen, aber ihr könnt es auf jeden Fall, dadurch kriegen die noch mal ein bisschen mehr Antrieb.
So, jetzt habe ich hier einen Pinsel und ein bisschen Wasser und bestreiche damit diese Kürbiskernbrötchen. Und danach ist es auch schon soweit. Ich habe Kürbiskerne genommen. Ihr könnt diese Kürbiskerne auch gerne anrösten. Das sind 140 Gramm insgesamt, so circa. Ich persönlich finde das aber nicht so schön, da sie jetzt ja noch in den Ofen gehen und da kriegen sie ja eh nochmal Hitze. Und deswegen habe ich die Körner einfach so hinzugegeben, habe sie erstmal grob drüber gestreut und dann später auch nochmal richtig festgedrückt, damit da auch wirklich noch was auf dem Brötchen haften bleibt. So gefallen mir die Brötchen doch viel besser. Wie gefallen sie euch? Sehen sie gut aus? Habt ihr das schon mal selber ausprobiert? Vielleicht mit normaler Hefe? Dann macht es doch mal unbedingt mit dem Hefewasser. Das ist für den Magen viel gesünder und bekömmlicher. Auch aufgrund der langen Gehzeiten, da werden diese FODMAPs reduziert. Und nach einigen Minuten im vorgeheizten Ofen, so bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, brauchen diese Brötchen nur 10 bis 15 Minuten. Die gehen wirklich also sehr, sehr schnell. Ich habe da natürlich wie immer eine Schale Wasser unten hineingestellt. Und wenn ich die Brötchen hineinschiebe, dann besprühe ich die auch nochmal immer ein bisschen. Guckt euch das an. Ganz leckere, fluffige Brötchen, weich und saftig. Ich bin mal sehr gespannt, wie euch die gelingen werden. Und hört ihr das? Ganz knusprig, wirklich sehr klasse geworden. Ich freue mich riesig über das Ergebnis und sie waren unheimlich lecker.